Okay, welcome if you're joining us online. So herzlich willkommen, wenn ihr übers Internet uns zuschaut. And this morning we're continuing our study through Matthew's Gospel. Und heute Morgen machen wir weiter mit unserem Studium durchs Matthäus-Evangelium. We are in chapter 12. Wir sind heute im Kapitel 12 And last week we finished around about verse 41. und letzte Woche sind wir circa bis zum Vers 41 gekommen. The two thoughts or expressions that Jesus used at the end of 41, a greater than Jonah is here. So etwas, was Jesus sagte am Ende von Vers 41, dass hier ist einer, der ist größer als Jona. And if you notice in the end of verse 42, he says a greater than Solomon is here. Und wenn ihr das bemerkt, in Vers 42, da heißt es, ein größerer als Salomo ist hier. Right at the beginning of chapter 12. Und so am Anfang, ganz am Anfang von Kapitel 12, Verse 6, Jesus said, a greater than the temple is here. so heißt es in Vers 6, ein größerer als der Tempel ist hier. We're beginning to understand a little bit more about how Jesus spoke to the Pharisees. Wir beginnen ein bisschen mehr zu verstehen, wie Jesus zu den Pharisäern sprach. All those things that they held in high esteem or of great value, All diese Dinge, die sie sehr schätzten oder so hoch hielten, through his teaching and the signs and wonders that accompanied it, so was seine Lehre betrifft, auch die Zeichen, die Wunder, die das begleitet haben, he's demonstrating that something is greater in their presence. so möchte er ihnen zeigen, dass etwas größer ist in ihrer Gegenwart. A theme that continues if you read the book of Hebrews. So dieses Thema, das setzt sich fort, wenn wir den Hebräerbrief lesen. We've been listening to Manfred on Wednesday nights. Und das haben wir gehört am Mittwochabend. Speaking of, Jesus, he's greater, he is better. Jesus ist größer und er ist besser. Now the context here was Jesus had commanded or delivered a demon out of a man who was blind and unable to speak. So hier im Zusammenhang lesen wir, Jesus hat einen befreit, der war dämonisch besessen, konnte nicht sprechen, konnte nicht hören oder sehen. Doesn't matter. Egal. And we see he speaks a little bit about unclean spirits. Und da sehen wir, wie er über unreine Geister spricht. Verse 43 down to verse 45. Perhaps you'd like to read it. In Vers 43 bis zum Vers 45. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. It's not enough that the spirit leaves. The demon is commanded to leave the man. Es ist nicht genug, wenn nur der Geist oder dieser Dämon den Menschen verlässt. What we see here is that there's a period where that man might be free of the oppression, but it's what replaces it that is important. Aber hier sehen wir, also es kann wohl eine Zeit lang sein, dass dieser Mann befreit ist von diesen Dämonen, aber was dann danach kommt oder was ihn dann füllt, das ist dann wichtig. And what Jesus speaks of here can be sort of applied in different ways. Und was Jesus jetzt sagt, das kann man auf verschiedene Arten auch anwenden. If we read through the Gospels, we know that Jesus went to the temple at one occasion. Wenn wir durch die Evangelien lesen, so wissen wir, dass Jesus einmal in den Tempel gegangen ist, ganz besonders zu einer Situation. And he found that they were selling things in the temple area, and he drove those things out. He commanded that they leave. Und so hat er gesehen, dass sie Dinge verkauft haben, so in diesem Tempelgebiet, und dann hat er sie einfach hinausgetrieben. And we see in John's Gospel that he goes back there later, and they're back again. Und so sehen wir im Johannesevangelium, er geht da später wieder zurück und da sind sie wieder da. It wasn't enough just
to send them out. We have to decide what's going to replace them. So, es war nicht genug, sie wegzuschicken, man muss dann auch schauen, was wird das sie ersetzen. To some extent, I think he's addressing to the Pharisees. Zu einem gewissen Grad so spricht er auch zu den Pharisäern, That their traditions and their things that had filled their lives ihre Traditionen und die Dinge, die ihr Leben erfüllt haben, need to be replaced. sie müssen ersetzt werden. But they need to be replaced with something that is greater. Aber sie müssen ersetzt werden mit etwas, was größer ist. Otherwise, it'll get worse. Sonst wird es noch schlimmer. You know, and that's the idea of, we spoke about them being left with a choice. You know, is this man the son of David, or is he a disciple of the devil? Und so steht man vor einer Wahl. Ist er so der Messias oder ist er der Sohn des Teufels? I'm not going to go into that any further this morning Ich möchte nicht so weiter darauf hineingehen heute Morgen, because I want to continue with the narrative. weil ich mache da weiter mit der Geschichte. Verse 46 tells us, while he's still talking to the people, behold, his mother and his brethren stood outside, desiring to speak to him. Vers 46. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. And somebody draws his attention to that. Verse 47, behold, your mother and your brethren are standing outside, desiring to speak to you. Und jemand hat das zur Aufmerksamkeit gebracht und er sagt, da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. But he answers and says to the man who told him, who is my brother and who are my brethren? Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? And he stretched forth his hands towards his disciples and said, behold, my mother and my brethren. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. And whoever does the will of my Father who is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. So those that obey the Father, So diese, die dem Vater gehorsam sind, they are the family of Jesus. sie sind in der Familie von Jesus. Now, there's a church dispute over these verses. Nun, da gibt es so einen Kirchenstreit über diese Verse We could look into that und wir könnten uns das anschauen, because we love theology, don't we? weil wir lieben die Theologie, oder? But in Australia, there is a bird. In Australien gibt es einen Vogel, It's called a willy wagtail. Willy Wagtail. Wagtail. Aha, der heißt Willy Wagtail, dieser Vogel in Australien. It's a bit like a magpie kind of thing. Yeah. Magpie? Oh, never mind. The black and white birds that you see. So around die here. schwarz-weißen Vögel, die man da... Eine Elster. Elster. Okay. We have a hierarchy of birds on our apartment deck. Also wir haben eine ganze Hierarchie von Vögeln auf unserem Balkon oben. It's like the mafia. Das ist so wie die Mafia. We have the little blue tits and sparrows, Die kleinen, die Spatzen, and then the magpies come along. dann kommen die Großen daher. Yeah. And then there's the ravens, Dann gibt es die Raben and they're all sort of push the others off the table. und die wollen einander vom Tisch herunterschubsen. But anyway, coming back to this Aber Australian bird, trotzdem, wir kommen zu diesem australischen Vogel. it's very attractive. It will land on the ground in front of you. Der ist sehr attraktiv. Er wird vor dir da landen, am Boden. And it will wag its tail. Hence, Und der wird mit dem Schweif ein bisschen so you do that. Good. wackeln. Ja. I can do that. And if you take a step towards it, Und wenn man so einen Schritt zu dem Vogel hin macht, it will take a couple of steps away. wird er ein paar Schritte zurückgehen. And if you take another step towards it, Wenn man noch einen Schritt zu ihm geht, it takes another few steps away. er wird ein paar Schritte wieder So it zurückgehen. doesn't fly away. So er fliegt nicht weg, It kind of just stays a distance. er bleibt nur so in einem Abstand. And one of the things that the children who live out on the farms learn Und eines, was die Kinder gelernt haben, die am Bauernhof leben, is that you don't follow it.
ist so, dass man denen einfach nicht nachfolgt, because it will entice you to follow it. weil er möchte dass du ihm nachfolgst. You know, just a few steps away. Nur ein paar Schritte weit weg Want to get a bit closer, und dann kommt man ein bisschen näher and it's a bit further away, und er geht wieder ein bisschen weiter weg. and it can trail you all the way into the outback, Er kann dich da hineinführen, also bis da ins Gestrüpp, and then it disappears, und dann verschwindet er. and you don't know where you are. Und du weißt nicht, wo du bist. You're lost. Hast dich verloren. It's a bit like going into Lidl. Es ist fast so, wie man zum Lidl geht. You know, you start out looking for the fresh vegetables that are right in the front, Man schaut einmal zuerst sich das frische Gemüse an, was ganz vorne ist. and then something attracts your attention, and you get a bit further in. Etwas weckt deine Aufmerksamkeit, du gehst ein bisschen weiter hinein. And you went in for tomatoes, Du hast wohl einen Tomaten kaufen and you come out with a chainsaw. und dann kommst du heraus mit einer Kettensäge. So what the children in Australia learn is don't follow the willy wagtail. So, was die Kinder in Australien gelernt haben, du sollst nicht den Willy Wagtail da nachfolgen. What's that got to do with Matthew 12? Was hat das mit Matthäus 12 zu tun? If you want to pursue the church argument over whether Jesus had brothers and sisters, Also wenn du diesen Kirchenstreit folgen möchtest, ob Jesus Brüder oder Schwestern hatte, it's a rabbit trail. It's a willy wagtail. es ist so ein Hasenpfad, so ein Willy Wagtail And you Weg. may come to a conclusion, Vielleicht kommst du zu einer Schlussfolgerung, but you will have wasted a lot of time. aber vielleicht hast du dann viel Zeit verschwendet. You won't be any nearer heaven, Du wirst auch nicht näher im Himmel sein and you will have missed the point. und du wirst den Punkt verpasst haben, Because what Jesus said, weil was Jesus sagt, if you want to be part of my family, wenn du ein Teil von meiner Familie sein möchtest, you need to do the will of my Father. dann musst du im Willen meines Vaters sein. Later on, we'll see that he said also, if you want to be my friend, Später sehen wir auch, wo er dann sagt, wenn ihr meine Freunde sein wollt, you need to do what I tell you. dann müsst ihr das tun, was ich euch sage. Now, most of us, Nun, die meisten von uns, if we had somebody who said, hey, do what I tell you and I'll be your friend, wenn jemand dir sagen würde, mach, was ich dir sage und dann bist du mein Freund, that would drive us away. das würde uns dann fernhalten. I don't want to be a friend of somebody who says I've got to obey them. Ich möchte nicht ein Freund von jemandem sein, der sagt, ich muss dem gehorchen. But part of this is recognizing who we're dealing with. Aber ein Teil davon ist, dass wir das erkennen, mit wem wir es zu tun haben, Who knows best? wer das am besten weiß. And this is where we find out what sin's really about. Und da finden wir heraus, worum es bei der Sünde geht. And we understand the word rebellion. Und wir verstehen das Wort Rebellion. Each of you in this room, I can guarantee you've been a child at one time. Jeder von euch in diesem Raum, ich kann es garantieren, war einmal ein Kind. And there was a point in your childhood Und da gab es einen Zeitpunkt in deiner Kindheit, when you thought you knew best. wo du dir das gedacht hast, du weißt es am besten. And very often that was in opposition to what your parents were telling you, Und sehr oft war das im Gegensatz zu dem, was deine Eltern dir gesagt haben or your teachers were telling you, oder deine Lehrer dir gesagt haben. because you knew better. Weil du hast das am besten Of gewusst. course you did. Natürlich weißt du You know, das. when you were 13 years old, you were the most intelligent person in this world. Als du 13 Jahre alt warst, warst du die intelligenteste Person auf der ganzen Welt. Almost. Fast. Because when I was 13, I was more intelligent than you were. Weil wo ich 13 Jahre alt war, war ich intelligenter als I knew ihr. more than anybody. Ich wusste mehr als irgendjemand. I knew what was best for me. Ich wusste, was das Beste war für mich. Sadly, Traurigerweise, you know, as I head towards my 67th birthday, also wenn ich so zu meinem 67. Geburtstag näher komme, I've come to realize that when I was 13, I didn't know everything. so merke ich erst, also als ich 13 Jahre alt war, habe ich doch nicht alles gewusst. And maybe reluctantly, I have to admit that maybe my mum and dad knew a little bit more. Und vielleicht so zurückhaltend muss ich jetzt zugeben, vielleicht haben meine Mutter und mein Vater ein bisschen mehr gewusst als ich. But how long did it take me to find that out? Aber wie lange hat das gebraucht, bis ich das herausgefunden habe? It's to do with recognizing who you're dealing with.
So es hat damit zu tun, zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben. That you're dealing with somebody who has more experience. Also man hat es mit jemandem zu tun, der mehr Erfahrung hat. Somebody who has a greater knowledge. Jemand, der eine größere Erkenntnis hat. And a better understanding. Und ein besseres Verständnis. And who has the greatest understanding? Und wer hat das beste Verständnis? It's the Father in heaven. Es ist der Vater im Himmel. It's the one who is greater than the temple. Es ist der eine, der größer ist als der Tempel, Greater than Solomon. größer als Salomon Greater even than Jonah the prophet. und größer als Jona der Prophet. God knows best. Gott weiß das am besten. If we're willing to recognize that, Wenn wir willig sind, das anzuerkennen, then we'll do what he says dann werden wir tun, was er sagt, because he knows best. weil er weiß das am besten. You know? Now, my parents didn't always know what was best, Nun, meine Eltern wussten nicht immer, was das Beste war, but they did their best. aber sie haben ihr Bestes gegeben. There was one particular time where I was traumatized as a young person. Da gab es eine gewisse Zeit, wo ich so traumatisiert war als ein Jugendlicher. I was crushed for the rest of my life Ich war wirklich so zerdrückt, den Rest meines Lebens, because that's what happens when you're young. weil das passiert, wenn man jung ist. You know, we say to our parents, "You've ruined my life." Also wir sagen unseren Eltern, du hast mein Leben ruiniert. My dad left his job Mein Vater hat seine Arbeit verlassen on a point of principle. und das war aus Prinzip heraus. It ruined my life. Das hat mein Leben ruiniert. Well, that's what I thought at the time. Nun, das hatte ich mir damals gedacht. I'd got a future lined up. Ich habe eine Zukunft so mir schon irgendwie ausgedacht. I was going to go to art college. Ich wollte so zum College gehen, so Kunst wollte ich studieren. Yeah, I was going to do drawing. Also ich wollte so zeichnen, I was going to be a great artist. wollte ein großer Künstler werden. Actually, nowadays they probably call him a graphic artist. Also heutzutage würde man den einen Grafikkünstler nennen oder Artist nennen. You know, and I got a place in college. Und so habe ich so eine freie Stelle bekommen am College. And I came home one weekend. We were looking for a house in the area as a family. We were going to move. Und so haben wir nach einem Haus gesucht in diesem Gebiet, wo unsere Familie umziehen wollte. And I came home one weekend. Und ich kam nach Hause an einem Wochenende. And my dad said, "We're not moving." Und so hat mein Vater gesagt, wir werden nicht umsiedeln. So we're not going to go 200 miles so you can go to that college. We're not going to live there after all. So, wir werden nicht 200 Meilen weg ziehen, sondern wir werden da bleiben, dass du auf dieses College gehen kannst. And what was worse, he said, "We're going to stay here." Und was noch schlimmer war, er hat gesagt, wir bleiben genau hier. So you're going to have to find some place to study what you want to study where we are. So musst du einen Platz finden, wo du studieren kannst, genau hier. As a result of that, Als Resultat daraus, I couldn't find a course that I wanted to study. so konnte ich keinen Kurs finden, was ich studieren wollte. And my parents had to sort something out very quickly so that I had something to study. So, meine Eltern mussten schnell was finden, dass ich irgendetwas studieren konnte. So instead of being a graphic artist, So, anstelle, dass ich so ein Graphic Artist war oder wurde, I ended up going to study a pure maths, applied maths and physics. so habe ich so Physik studiert oder wollte ich Physik studieren. So you see the comparison between the two, can't you? So, man kann einen groben Vergleich sehen zwischen den zweien, oder? Was I happy? War ich froh? No, I wasn't. Nein, ich war nicht froh. Well, what I didn't realize at the time Aber was ich damals nicht gewusst habe, was that my dad and the job that he was pursuing, mein Vater und die Arbeit, die er haben wollte, he had been asked to do something illegal. er wurde gefragt, dass er etwas Illegales tun sollte. And he said, "No, sorry, I'm not going to do that. Und so sagte er, nein, tut mir leid, das werde ich nicht tun. Even if it costs me my job, it costs my son his college course." Auch wenn es meine Arbeit kostet und meinen Sohn diesen College-Kurs. You know, after the event, I can look back and say, I'm really proud of my dad. Also nach diesem Ereignis kann ich zurückschauen und sagen, ich bin wirklich stolz auf meinen Vater. But at the time, we had the "you've ruined my life" conversation. Aber damals zu dieser Zeit hatten wir, du hast mein Leben ruiniert, Gespräch. You see, sometimes people know best, and it doesn't look like the best for us. Seht ihr, manchmal
denken sich die Leute, sie wissen es am besten, aber für uns schaut das nicht am besten aus. Was my life ruined? War mein Leben ruiniert? Well, no, Nun, nein, because I ended up becoming a Christian. weil ich bin dann ein Christ geworden. I ended up meeting my wife, Dann hat er auch seine Frau getroffen and I ruined her life instead. und ich habe dann ihr Leben ruiniert anstelle dessen. And it's taken her 40 years to realize. Und sie hat 40 Jahre gebraucht, bis sie das gemerkt hat. That same day, An diesem selben Tag Jesus went out of the house. ging Jesus aus dem Haus heraus. And I like this. It says, and he sat by the seaside. Und dann heißt es, dass er dort beim See saß. There's something I can recognize with that. I think, yeah, I like that. Let's go and sit by the seaside. Also das ist etwas, was ich mir auch vorstellen kann. Ja, das ist schön, man kann am See sitzen. A great multitude were gathered together to him, Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so that he went into the boat and he sat in the boat, and the multitude were on the shore. sodass er in das Schiff stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. When I was younger, I was actually born by the seaside. Als ich jünger war, ich bin eigentlich geboren da in der Nähe vom Meer. And I struggled to recognize this Und ich habe da ein bisschen Probleme, das zu erkennen. because where I was born, Weil wo ich geboren wurde, if you went and sat by the seaside, wenn du dort dich hinsetzen würdest, dort neben dem Meer, it was there were big waves and it was very noisy. da waren so riesige Wellen und es war sehr laut. The beach where I lived Aber der Strand, wo ich lebte, was made up of big pebbles. das war so aus so Stones. Pfählen Yeah. gemacht. So when the waves hit the shore, So als die Wellen aufs Ufer schlugen, there was the rattling of all these stones as the waves went up the beach and then dragged them back down again. so gab es so ein Rütteln mit all diesen Steinen, wo die Wellen hinaufgingen und wieder zurück. But when I was older in life, Aber als ich älter war im Leben, I went to a place where there was a sandy beach da ging ich an einem Ort, da gab es einen Sandstrand and very few waves. und ganz wenig Wellen. And what you realize there is it's a really good place to address people. Und was man dann merkt, das ist ein guter Ort, um Menschen anzusprechen. And so Jesus going out into a boat a little bit offshore, he was able to stand up in the boat and address these people and they could hear him clearly. So Jesus, der stieg in ein Boot und fuhr ein bisschen hinaus und dann hat er zu den Leuten gesprochen und sie konnten ihn ganz gut hören. And he began to speak to them in parables. Und er redete zu ihnen oder begann zu ihnen zu sprechen in Now, Gleichnissen. most of us have heard the parables, Die meisten von uns haben schon diese Gleichnisse gehört. and we fall into that dangerous place of skipping over them because we think we know what they say. Also wir kommen manchmal in diese Falle hinein, wir denken uns, wir wissen das sowieso schon und dann beachten wir das nicht. But we need to let them speak to us. Aber wir müssen das zu uns sprechen lassen. And perhaps our prayer this morning is that as we read some of these, they will come in a fresh way. Und wenn wir das lesen, kann das auch auf eine frische Art und Weise zu uns kommen. He begins, verse 3 of chapter 13. Und er beginnt in Vers 3, Kapitel 13. Okay. A sower went out to sow. Ein Seemann ging hinaus, um zu säen. And as he sowed, some seeds fell along the path, Und als er säte, fiel etliches auf den Weg. and the birds came and devoured them. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Other seeds fell on rocky ground, Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, where they did not have much soil. wo es nicht viel Erde hatte. And immediately they sprang up, since they had no depth. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. But when the sun rose, they were scorched. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. And since they had no root, they withered away. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Other seeds fell among thorns, Anderes aber fiel unter die Dornen. and the thorns grew up and choked them. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Other seeds fell on good soil Anderes aber fiel auf das gute Erdreich and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. und brachte Frucht, etliches 100-fältig, etliches 60-fach und etliches 30-fach. He who has ears, let him hear. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Now, normally I should then just go through the parable, So normalerweise sollte ich einfach durch dieses Gleichnis jetzt durchgehen, das durchmachen. but Jesus gives us the understanding later on. Aber Jesus gibt uns dann später das Verständnis dafür. The disciples came to him and said, "So why do you speak to them in parables?" Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? And he said to them, "To you has been given the secrets of the kingdom of heaven, but to them it's not been given." Er beantwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. For to the one who has, more will be given, Denn wer hat, dem wird gegeben werden, and he will have an abundance. und er wird Überfluss haben. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. And this is why I speak to them in parables. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, Because seeing they do not see, weil sie sehen und doch nicht sehen, and hearing they do not hear, nor do they understand. und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. And indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. It says, "You will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive." Welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. For this people's heart has grown full, and with their ears they can barely hear, with their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see it, and hear what you hear, and did not hear it. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Why do you speak in parables? Warum sprichst du oder redest du in Gleichnissen? It was a not unknown way of speaking or teaching people. Es war nicht so eine unbekannte Art und Weise, dass man zu Leuten geredet hat, dass man sie gelehrt hat. Lots of the rabbis used it as a principle for teaching. Viele von den Rabbis haben das als ein Prinzip des Lehrens verwendet, To bring a story that ran alongside reality. dass man eine Geschichte so erzählt hat, die so neben der Realität hergelaufen ist, To help us understand more of the reality. dass wir besser verstehen können, die Realität. But you know, what Jesus says to the disciples Und was Jesus den Jüngern sagt, is that they don't need the parables because they have the secrets. sie brauchten nicht diese Gleichnisse, weil sie hatten oder sie kannten ja die Geheimnisse. And perhaps secrets is an unfortunate word, Und vielleicht Geheimnis ist nicht so ein gutes Wort, but the idea is here is to them has been revealed something that isn't apparent to other people. aber ihnen wurde etwas gezeigt, offenbart, was den anderen Leuten nicht so offenbart wurde. So the idea is not a secret that is never to be told, So die Idee dabei ist nicht ein Geheimnis, was nie erzählt werden sollte, but something that is revealed, but not everybody sees the revelation. aber etwas, was offenbart ist, aber nicht alle diese Offenbarung sehen können oder erkennen können. Now, don't you think that's unfair? Nun denkt ihr euch nicht, das ist unfair? Well, we don't think it's unfair because we've had it revealed to us. Nun, wir denken uns nicht, dass das unfair ist, weil uns wurde das ja offenbart. But it seems unfair to the people who haven't had the revelation. Aber es erscheint unfair zu den Leuten, die nicht diese Offenbarung hatten. The issue is one again of recognizing who we're dealing with. So das Problem, die Sache dabei ist also, dass man erkennt, mit wem man es zu tun hat. And look at his conversations in chapter 12 with the Pharisees. Und schau dir die Gespräche an in Kapitel 12 mit den Pharisäern. They have been given the opportunity to hear the teaching.
Ihnen wurde diese Möglichkeit gegeben, dass sie die Lehren hören, to see the signs and wonders, dass sie die Zeichen und Wunder sehen, to actually observe the evidence, also dass sie diese Beweise beobachten konnten. but have deliberately refused to accept it, Aber sie haben das mit Absicht abgelehnt, das anzunehmen oder zu akzeptieren. even though that pushes them to choose that Jesus must be from the devil. Auch wenn sie das so weit bringt, dass sie sich dann entschlossen haben, Jesus kann nur vom Teufel kommen. You know, even the miracles that he does, Auch die Wunder, die er tut, they cannot accept them. sie können das nicht annehmen. Yes, they're miracles, Ja, das sind Wunder, but they must be of the devil aber sie müssen vom Teufel kommen, because we can't accept the alternative. weil wir können diese Alternative nicht akzeptieren. And yet they've got a weight and a wealth of evidence. Aber dennoch hatten sie so viel von Beweisen. You know, 1,000 years of the Old Testament, 1000 Jahre vom Alten Testament, and they're rejecting what it says. und sie lehnen das ab, was da steht. And this is what Jesus means when, you know, he says, from the one who has not, even what he has is going to be taken away. Und deshalb sagt Jesus, von dem, der nichts hat, wird auch das weggenommen, was er hat. The Pharisees put their trust in what they understood of the temple. Die Pharisäer haben ihr Vertrauen darauf gelegt, was sie verstanden haben, das war der Tempel. But, you know, within just a few decades of Jesus speaking here, even that was going to be taken away. Aber nur in ein paar Jahrzehnten später, was Jesus da hier sagt, das wurde von ihnen dann auch weggenommen. But back to the disciples, back to you and I. Aber zurück zu den Jüngern, zurück zu dir und mir. Blessed are your eyes, for they see. Gesegnet sind eure Augen, weil sie können das sehen. There is a blessing from those who are willing to see Da gibt es einen Segen für diese, die willig sind zu sehen and willing to hear. und auch willig zu hören. Because, you know, in generations past, there were many prophets and righteous men who desired to see and hear these things. Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und hört. So, the parable of the sower, verse 18. So das Gleichnis vom Seemann, Vers 18. When anyone hears the word of the kingdom, So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. but understands it not. Aha. Verse 19. Aber er das nicht verstehen kann, Then the wicked one comes dann wird der Böse kommen and catches away that which is sown in his heart. und raubt das, was in sein Herz gesät ist. This is the one who received the seed by the wayside. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. So we immediately see that this is not a parable of the one who's doing the sowing, So wir sehen sofort, das ist nicht so ein Gleichnis von dem, der sät, but the one receiving the seed. aber es geht um den, der diesen Samen aufnimmt oder empfängt. And the question for us as we read through this Und so die Frage stellt sich, wenn wir da durchlesen, is what sort of soil is our lives? so welche Art von Boden oder Erde ist in unserem Leben. You know, there's a tendency first to look around at other people Da gibt es die Neigung, dass man zuerst zu anderen Leuten schaut or use this parable to sort of explain what we see in the lives of those around us. oder wir verwenden dieses Gleichnis, um einfach die Leben zu beobachten, die um uns herum sind. But the first place is to look into our own lives. Aber so der erste Ort oder Platz ist, dass wir in unser eigenes Leben schauen. Is our life, is our heart a prepared place to receive the seed? Ist unser Leben, unser Herz ein vorbereiteter Ort, um diesen Samen aufzunehmen? Because hearing the word of the kingdom is not enough. Weil zu hören, das Wort vom Reich Gottes ist noch nicht genug. It has to be received with understanding. Das muss mit Verständnis aufgenommen werden. That means we have to be ready to understand it. Das bedeutet, wir müssen bereit sein, das zu verstehen. If we're not, Wenn wir das nicht sind, then the seed takes no root, does it? It doesn't even get into us. dann wird das Same keine Wurzeln schlagen, das wird gar nicht zu uns kommen. You know, and the picture of the life there is one that has been so pressed down and hardened Und das Bild von dem Leben ist so hart oder so verhärtet, that the seed just sits on the top dass der Same nur so oben liegt. and the birds come and take it away. Und dann kommen die Vögel und nehmen den weg. But some of us have
a soil that could receive the seed. Aber manche von uns haben so einen Boden, wo dieser Same aufgenommen werden kann. So we hear the word of the kingdom and there's some understanding there. So hören wir das Wort vom Reich Gottes und es gibt auch etwas Verständnis darin. Verse 20, he that receives the seed into stony places. In Vers 20, also der das empfängt und es gibt einen felsigen Boden. And the idea is here is that we have hard places in our lives. Die Idee dabei ist, wir haben so verhärtete Stellen in unserem Leben. But it's not totally hard, Aber es ist nicht ganz hart. but there are things that can't be moved. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht bewegen. If you've ever seen a farmer up on the hillside, Wenn du jemals einen Bauern gesehen hast, so auf einem Hügel, and you see some of these beautiful green slopes, don't you? man sieht so wunderschöne grünen Wiesen. And then right in the middle of it, there's a rock. Und dann genau in der Mitte drin gibt es so einen Felsen. And the guy has to maneuver his tractor around it Und so dieser Bauer muss immer mit dem Traktor da herumfahren. because it's a bit of the mountain exposed Das ist ein bisschen vom Berg, den man da sehen kann. and it's never going to move. Und der wird sich niemals bewegen. And Jesus describes this as a life that receives the word and receives it with joy. Und Jesus sagt da hier, also dass das mit Freuden aufgenommen wird, But there's this hard place. aber da gibt es diese harte Stelle. And, there seems to be life and growth for a while. Es schaut so aus, dass es Leben und Wachstum gibt für eine Zeit lang, But then when trouble comes, aber dann, wenn die Probleme kommen, he actually says, tribulation or persecution arises because of the word, then after a while he is offended. so wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. And it's appropriate that he uses the word offended. Und es passt, also er verwendet dieses Wort so Verfolgung oder Bedrängnis oder er ist beleidigt. Lots of people are offended today, aren't they? Also wie sind die Leute, wie schnell sind sie beleidigt heutzutage? I was reading this morning of a couple of people in Finland, Ich habe heute Morgen gelesen von ein paar Leuten aus Finnland and they had a court case back in March und da gab es eine Gerichtsverhandlung im März, because they'd been accused of a hate crime weil sie wurden beschuldigt, dass sie etwas gemacht haben, Falsches gemacht haben. quoting the scripture in a tract. Also sie haben so die Bibel zitiert aus einem Traktat und so wurden sie dafür verurteilt. And it went to court, Oder sie sind dann vor Gericht gekommen and the jury in the court case decided that they hadn't done anything wrong. und so haben die Geschworenen dort im Gerichtssaal entschieden, sie haben nichts Falsches gemacht. They had just been, following their religion. Sie sind nur ihrer Religion gefolgt. But the people who were offended by what they'd done Aber die Leute, die da beleidigt wurden von dem, was sie gemacht haben, appealed the decision of the court. also sie haben nochmals Einspruch erhoben And they said that their very act of following their religion was offensive. und sie sagten so, ihre Handlung, weil sie deren Religion gefolgt sind, das war ein Anstoß. And they won the appeal. Und sie wollten nochmals eben das weiterbringen im Gericht. So there's now going to be another court case on August the 22nd. So am 22. August gibt es noch eine weitere Gerichtsverhandlung. And the whole issue will be, is somebody's freedom of religion, does that take precedent over somebody's offense? Und so wird die ganze Sache jetzt sein, also die Freiheit von einer Religionsausübung, was wird jetzt da gewinnen oder dass jemand beleidigt worden ist dadurch. As I read the scriptures, Wenn ich so die Schrift lese, I read, hey, people are going to get offended. so liest man, hey, Leute werden auch beleidigt sind oder sie werden einen Anstoß haben. And we should expect it. Und wir sollten das erwarten. We shouldn't go and look for it. Und wir sollten nicht da jetzt schauen, dass wir da in diese Probleme hineinkommen von uns aus. But we shouldn't be surprised when tribulation or persecution comes. Aber wir sollten nicht überrascht sein, wenn Verfolgung oder Bedrängnisse kommen. And there's no promise of protection
in terms of the rights of the country. Und da gibt es kein Versprechen von einem Schutz von den Rechten des Landes. Here what we see is the seed takes root, Hier, was wir sehen können, dieser Same, der schlägt Wurzeln, begins to grow, er beginnt zu but wachsen, then some opposition comes dann kommt auch Widerstand, and there's not much earth there, there's not much root. es gibt nicht viel Erde da, nicht viel Wurzeln. When the sun comes up, So, wenn die Sonne kommt, they dry up dann vertrocknen die and wither away. und dann stirbt es ab oder verdorrt es. When the seed goes in stony ground. Aber wenn der Samen auf guten Boden fällt, What happens then? was passiert dann? Well, verse 22 tells us, he that receives the seed among the thorns Vers 22 heißt, und wo der Same dann unter die Dornen gesät wird, is he that hears the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. so der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So the thorns represent the cares of the world and the desire or the deceitfulness of riches. So die Dornen, die repräsentieren so die Sorgen dieser Weltzeit und den Betrug des Reichtums. Verse 23, but he that receives the seed into good ground In Vers 23, wo aber auf guten Boden gesät wird, is he that hears the word das ist der, der das Wort hört and understands und das versteht and bears fruit. und bringt dann Frucht. And I know I've said this so many times from here. Und ich habe das schon so oft gesagt hier. We look for evidence of life. Wir halten Ausschau nach Beweis des Lebens. We look for, green leaves. Wir schauen auch, ob es grüne Blätter gibt. But God is looking for fruit. Aber Gott, der möchte Frucht sehen. And that's the question is, what is the fruit in my life? Und das ist die Frage jetzt. Was ist die Frucht in unserem Leben? And if going to, Galatians, we find all the fruit listed there. Wenn man zum Galaterbrief geht, dann findet man dort die ganze Frucht aufgelistet. But the seed brings forth fruit. Aber der Same bringt Frucht hervor. Some 100-fold, Manches kommt 100-fältig, some 60 and some 30. anderes 60, anderes 30-fach. And this is not to do with how many people you've led to the Lord and become Christians because of you. Und das hat nichts damit zu tun, wie viele Leute du zum Herrn geführt hast und die da durch dich Christen wurden. That's fruit in other people's lives. Das ist die Frucht im Leben von anderen It's Menschen. looking for fruit in your life. So sucht nach Frucht in deinem Leben. I was reading an old commentary by a guy called Adam Clarke. Ich habe so ein älteres Kommentar gelesen, der heißt Adam Clarke. Yeah, he was writing in the end of the 1700s. Er hat so geschrieben, seine Kommentare am Ende vom 17. Jahrhundert. And he took a bowl of grain Und er hat so eine Schüssel von Getreide genommen and he weighed it. und er hat gewartet. And then he went and planted it in a field. Und dann hat er das am Feld gepflanzt oder ausgestreut. And unfortunately, the weather wasn't very good that year. Aber unglücklicherweise war das Wetter nicht so gut in diesem Jahr. So they lost some of the, what grew. So haben sie manches von dem dann verloren, was gewachsen ist. But nevertheless, he then, harvested what had grown from this bowl of seed. Aber dann hat er das geerntet, was aus dieser Schüssel von Samen aufgewachsen ist. And he was shocked Und er war schockiert, because what came out of the ground weil was da aus dem Boden herauskam and then was harvested und dann geerntet wurde, wasn't 100 times more than the seed. war nicht 100-mal mehr als der Same. It was 725 times what he planted. Es war 725 Mal mehr, was er angepflanzt He hat. said that was even with the loss because the bad weather and mildew. Und das hat sich dann ausgeglichen mit dem Verlust, mit dem schlechten Wetter und mit den ganzen Dingen. And the point was this. Und der Punkt war folgender. That was an entirely natural process. Das war ein ganz natürlicher Prozess. He literally took the seed, went out, put it in the ground and left it.
Er hat wörtlich gesprochen den Samen genommen, den in den Boden gegeben und ist einfach weggegangen. And it resulted in a 700% increase. Und es hat sich so ausgewirkt, dass es 720% dann mehr wurde. How much effort had the ground put into producing that growth? Wie viel hat sich der Boden angestrengt, dass das gewachsen ist? How much effort had the farmer put into producing that growth? Wie viel hat sich der Bauer angestrengt, dass dieses Wachstum gekommen ist? And the answer is nothing. Die Antwort dabei ist nichts. It all depended on the quality of the ground it was sown in. Es war alles abhängig von der Qualität vom Boden, worin es gesät wurde. It was God that produced the increase. Weil Gott, der gibt dann das Wachstum. So the question for each of us is, how good is the ground? So die Frage für jeden von uns ist, wie gut ist unser Boden oder der Boden? Is it choked up with the things of this world? Wird er erstickt von den Dingen dieser Welt? You know, I like becoming a Christian, but I can only afford Sundays. You know, the rest of the week I'm too busy. Mir passt, ich bin ein Christ geworden, aber ich kann mir nur den Sonntag leisten, den Rest von der Woche bin ich beschäftigt. You know, I want to be a Christian, but this is my career to consider. Ich möchte schon ein Christ sein, aber es gibt meine Karriere, die ist sehr wichtig. What about me? Und was ist mit mir? Or is it that you've got issues in your life that you don't want to deal with, you don't want to move on? Oder gibt es Sachen in deinem Leben, Probleme in deinem Leben, du möchtest nichts damit zu tun haben oder nicht weitergehen von dem? You've got rocks in the field. Du hast Steine oder Felsen auf diesem Feld. Or are you prepared to have your life plowed up? Oder bist du dazu vorbereitet, dass dein Leben ganz umgepflügt wird And ready to receive the seed, und dass es bereit ist, dann diesen Samen aufzunehmen? so that when it does take root, So wenn es dann Wurzeln schlägt we see fruit coming forth, und dass man dann sehen kann, dass Frucht hervorkommt. 100-fold, 100-fältig, 60, 60, 30. 30. Difficult to quantify, isn't it? Es ist schwer einfach zu sehen, also wie sich das vermehrt. I'm going to finish it there. We will take up the next parable, verse 24, next time round. Ich möchte jetzt hier abschließen. Das nächste Gleichnis werden wir dann im Vers 24 nächste Woche weitermachen. So just a quote from the Old Testament, So nur ein Zitat aus dem Alten Testament, where we're encouraged to break up the fallow ground, wo wir ermutigt sind, diesen Boden umzupflügen. the ground that hasn't given fruit. Also dieser Boden, der keine Frucht hervorgegeben hat, It needs a plow. den muss man pflügen. It needs to be turned over and softened. Also der muss umgepflügt werden und weicher werden. Maybe some of it needs to be brought to the surface and aerated. Vielleicht muss manches an die Oberfläche gebracht werden und dann muss das gelüftet werden, So that when the seed comes, so dann, wenn der Same kommt, it finds a good soil. dass er dann einen guten Boden findet. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we do thank you for your word this morning. Vater, ich danke dir für dein Wort heute We Morgen. thank you for all that you have done and given to us. Danke für alles, was du getan hast, was du uns gegeben hast. We will pray now, Father, that your word to us would find good ground Und wir beten, Herr, jetzt, dass dein Wort an uns guten Boden findet and that it will bring forth fruit in our lives und dass es auch Frucht hervorbringt in unserem Leben that will bring glory to your name. und dass es deinen Namen verherrlicht. We ask it in Jesus' name. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.